Bevor wir zum heutigen Thema kommen, habe ich tolle Neuigkeiten. Der Autor des Buches Cashflow-Strategie, Emil Yusuf, ist auf mich zugekommen und hat gefragt, Mensch, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Darüber habe ich mich natürlich riesig gefreut und so ist er am Freitag, den 7.11. hier auf dem Kanal zu Gast, stellt sein Buch vor und vor allen Dingen auch seinen Börsenbrief, der wirklich hervorragend läuft. Ich zeige euch mal so ein paar Informationen. Das ist Emil Yusifov. Ihr könnt ihn dann in Ruhe einmal zuhören, was er alles Interessantes zu bieten hat. Und natürlich, wie ihr es schon gewohnt seid, wir haben einen tollen Deal rausgeschlagen für euch, so dass ihr auch, ja, einen Vorteil davon habt. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und ich sende dir dieses Mal einen herzlichen Gruß von der Insel Gran Canaria. Und bevor wir loslegen, dieses Video wird von links präsentiert und wir sehen uns gleich wieder. Heute möchte ich ganz gern auf eine Frage eingehen, die mich dieses Mal über LinkedIn erreicht hat. Es geht um das Anbinden von externen Tools, wie zum Beispiel der Trade Automation Toolbox. Ja, leichter wiederzuerkennen unter der TAT, die ja sicherlich der ein oder andere von euch schon kennt. Normalerweise ist es so, dass ihr von den externen Tools immer ja auch Anweisungen mit dazu geliefert bekommt, weil es ja tatsächlich in deren Interesse ist, dass ihr ja ohne große Probleme die externen Tools auch anbinden könnt. Oh, aber ich zeige euch heute trotzdem gern einmal, was ihr in der TWS machen müsst, um das Ganze dann reibungslos zum Laufen zu bringen. Dafür geht ihr zum Beispiel hier rüber über das kleine Rädchen in die Einstellungen beziehungsweise in die Konfiguration. Dann macht sich das folgende Fenster auf. Und dann findet ihr hier in der linken Spalte API. Das klicken wir an. Und als erstes gehen wir dann hier oben in die Einstellungen. So, und dann macht sich schon eine ganze Menge auf, was wir jetzt hier einmal durchgehen, was bleiben sollte und was wir tatsächlich abändern müssen, damit das Ganze dann auch passt. Als erstes ist jetzt tatsächlich diese API-Geschichte einfach aus, solange ihr hier oben nicht das Häkchen setzt. Also das bedeutet tatsächlich diese erste Zeile, dass ihr hiermit API aktiviert. Also deswegen muss das unbedingt angehakt sein. Das zweite Häkchen in der zweiten Zeile nehmen wir raus. Das bedeutet, dass wir jetzt praktisch dem externen Tool die Möglichkeit geben, auf die TWS zuzugreifen, weil ansonsten können die beiden ja nicht miteinander harmonieren, wenn wir das ja, schreibgeschützt lassen und da kein Okay für geben. Als nächstes haben wir hier, also die anderen Sachen könnt ihr so lassen, wie sie sind. Als nächstes haben wir hier den Socket Port, wo ich ganz gern noch mal etwas zu sagen wollen würde. Die 7496 ist voreingestellt. Diese Zahl muss tatsächlich mit der Zahl in dem externen Tool übereinstimmen, sonst können die nicht miteinander kommunizieren und harmonieren nicht. Also es kann sein, dass ihr das ändern müsst, aber normalerweise bleibt diese 7496 bestehen. Da müsstet ihr also einmal bei eurem externen Tool nachschauen, was da beim Socket Port gefordert ist. Dir hat das Video weitergeholfen? Dann freuen wir uns jetzt, wenn du uns weiterhilfst, damit der Kanal weiter schnell wachsen kann, indem du den Daumen hoch anklickst, den Kanal abonnierst, tolle Kommentare dalässt und den Thanks-Button probierst. Vielen Dank. Als nächstes scrollen wir ein bisschen weiter runter. Das nächste, was interessant ist, sind hier die Operated Time Zone. Das bezieht sich auf die Marktdaten, die ebenfalls identisch sein müssen. Sonst, ja, harmoniert das nicht richtig. Marktdaten ist, glaube ich, klar, dass das sehr wichtig ist, gerade die Live-Marktdaten, wenn es um solche Sachen geht wie die TAT. Apropos Marktdaten, wenn ihr noch nicht wissen solltet, die findet ihr, wenn ihr hier oben auf Konto geht und dann
dann auf die Startseite der Kontoverwaltung. Dann kommt ihr direkt auf, ja, den Webauftritt eures Brokers. Und da findet ihr dann, wenn ihr dann unter eure Einstellungen geht, oder Kontoeinstellungen nennt sich das, glaube ich, da findet ihr dann irgendwo die Marktdaten und da müsst ihr dann genau das Gleiche einstellen, was euer externes Tool dann euch vorgibt. Und wie gesagt, Live-Daten extrem wichtig, weil das sonst nicht miteinander harmoniert und arbeiten kann. So diese 15 Minuten Verspätung, das wird dann nichts. So, als nächstes haben wir hier Split Historical Data. Jetzt ist hier bei mir 16 voreingestellt. Das solltet ihr auch so lassen. Das geht da um die Rechnerkapazität. Wenn ihr da eine kleinere ja, Einheit nehmt, nenne ich das jetzt mal, dann kann es Schwierigkeiten geben, weil ja, TAT braucht halt eine bestimmte Rechenkapazität, damit sie überhaupt funktionieren kann. So, dann alles andere, was wir hier so an Häkchen oder Nicht-Häkchen haben, könnt ihr einfach so übernehmen. Und dann sollte das so passen. Als nächstes nehmen wir dann nochmal hier in der linken Spalte unter den Einstellungen die Vorsichtseinstellungen. Hier müsst ihr bitte hier oben das Häkchen setzen in der ersten Zeile bei Vorsicht-Einstellungen für API-Orders übergehen. Das bedeutet, dass die TAT zugreifen darf, also dass ihr der TAT das erlaubt und nicht jedes Mal dann, wenn die TAT zugreift, ein Fenster kommt, ist das wirklich in Ordnung und ihr das dann immer jedes Mal händisch bestätigen müsst. Das wollen wir ja nicht. Es soll ja automatisiert laufen und wenn das nicht angehakt ist, müsstet ihr das tatsächlich immer händisch sagen, ja, es ist in Ordnung, dass die TAT das macht, ja, das ist, und das wäre natürlich, ja, kontraproduktiv für ein automatisiertes Tool. Und dann habe ich noch rausgefunden, diese letzte Zeile, das möchte die TAT auch noch bestätigt haben. Also machen wir das gerne, damit es dann auch reibungslos läuft. So, dann braucht ihr tatsächlich nur noch auf Übernehmen und OK gehen, dann sollte alles passen. Aber wie gesagt, falls das nicht so sein sollte, könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne hier unten in die Kommentare noch was reinschreiben. Dann helfe ich euch da sehr, sehr gerne weiter. Oder was natürlich dann wahrscheinlich noch zielführender ist, weil die externen Tools kennen natürlich die Anbieter logischerweise am besten, wenn ihr denen dann auf die Nerven geht. Beziehungsweise da dann die Hotline anruft oder sonstiges, weil ich kenne ja die Tat natürlich, aber es gibt ja eine Menge externe Tools, alle nicht in- und auswendig. Da können dann die direkten Ansprechpartner oder Anbieter dann bestimmt noch besser helfen als ich. Ja, das war's für heute. Am Freitag, also jetzt übermorgen, sind die Profis von Links wieder zu Gast, haben wieder ein interessantes Thema mitgebracht, diesmal Option Strategy Lab. Und danach sind sie dann auch immer einmal im Monat da. Sie picken sich ein Thema raus, was bei Ihnen im Kundenservice oft angefragt wird. Also auch interessante Themen für euch, ja, also Fragen, die häufig gestellt werden sozusagen. Und den Montag drauf haben wir dann wieder den Robert Zach zu Gast von investing.com und er hat mitgebracht Qualitätscheck und ein Upgrade von ProPix, was natürlich auch eine mega interessante Geschichte ist. Und am Freitag drauf, wie ich schon eingangs gesagt habe, ist Emil Yusifov bei mir. Den solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Er und sein Börsenbrief haben ja eine unglaubliche Performance. Das solltet ihr euch unbedingt auch in Ruhe anschauen. Tragt euch das mal alle schon jetzt in den Kalender ein, damit ihr es nicht vergesst. Ich wünsche euch einen tollen Tag, bleibt gesund und passt auf euch und eure Trades auf. Bis dann, habt einen tollen Tag. Ciao, ciao.